Lieber Schütze, herzlich willkommen zu deinem November-Taroskop. Schauen wir uns hier an, wie sich dein November gestalten möchte, energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was steht an? Was wird wichtig? Jedoch aber auch, was wäre am besten ganz außer Acht zu lassen? Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Bitte drück auf den Link, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Schütze im November, bitte. Die Zwischenstation ist überholt, doch du hast gar nicht bemerkt, dass du an ihr vorbeigegangen bist. Was auch immer das für dich bedeuten möchte, lieber Schütze. Du beginnst. Oh, das sind hier Botschaften. Du beginnst im Ratlager nach Kugeln zu suchen. Yesas. Die Dreiecke mit der Spitze nach oben. Doch was, wenn die Spitze eigentlich nach unten gehört? Wow, lieber Schütze, es wird mysteriös bei dir. Eine plötzliche und unerwartete Wendung. Etwas kommt auf dich zu, du siehst es nicht kommen, es ist wirklich sehr, sehr unerwartet. Schilf spielt eine große Rolle bei dir. Schauen wir die Themenkarten an. Schilf eine große Rolle und da haben wir es schon. Vielleicht befindest du dich irgendwo an Flussufern. Du hast, wow, 7 Themenkarten. Es geht rund. Ja, wow. Und das, was du nicht kommen siehst, gut möglich, dass es mit dem Rad des Karmas zu tun hat. Es ist eine Wahrheit, die du erkennen darfst. Etwas kommt auf dich zu, auf dich zurück. Und die Lektion wird erkannt. Du lernst. Das, was so mysteriös, spielerisch und leicht, bezaubernd und bezirzend auf dich wirkte oder nach wie vor einwirkt, eine irrsinnige Strenge, lieber Schütze, die du dem entgegenbringst. Du möchtest nicht manipuliert werden. Doch die Frage ist, wirst du tatsächlich manipuliert im Außen oder ist die Manipulation deine eigene, dir selbst gegenüber, auf das, was du dir einredest, was aber nicht so ist, wie du es dir einredest? Dann haben wir noch deinen Instinkt, der irgendwie am Hungertuch nagt. What's this? Oh mein Gott, das sind hier Botschaften. Da, wo Licht ist, auch dunkel. Da, wo dunkel ist, ist auch das Licht. Doch was ist, wenn es nur Licht ist und du das Dunkel fast schon heraufbeschwören musst, weil du es eben dunkel sehen möchtest? Du wirst eines Besseren belehrt. Jemand aus der geistigen Welt möchte dir eine Botschaft zukommen lassen,
Die Botschaft drückt sich über Rosen aus, also die Rosenblüten, die Rose als Pflanze. Und es tut sich dir ein Fenster auf. Ein Fenster, ein Portal. Du darfst erkennen. Die Frage ist, bist du bereit zu erkennen oder trägst du diese eigene Manipulation dann doch weiter, weil du nicht sehen möchtest? Schauen wir uns dein Hauptthema an im November. Ich denke, der November wird für dich sehr augenöffnend werden, sofern du, wie gesagt, bereit bist zu sehen. Ja, was es mit dir macht, ist das eine. Lieber Schütze, was du daraus machst, ist das andere. Du bekommst definitiv Antworten, gut möglich, über diese Wesenheit, diese Entität aus dem Jenseits. Du bekommst eine glückliche Fügung in der unerwarteten Begebenheit. Eine Jungfrau und ein Wassermann spielen eine ganz, ganz große Rolle im November bei dir. Vorsicht bei denjenigen, die ihre Handys immer mit sich rumtragen, fast jeder, auf das es nicht runterfällt und das Display kaputt geht. Vor allem, wenn du im Dunkeln irgendwo herumtapperst. Es geht darum, dass wenn du, und im November ist es sehr, sehr stark vertreten, einfach diese Energie, dass du bisher etwas ganz Gewisses nicht sehen wolltest und der November zwingt dich fast dazu, hinzusehen. Seh hin, denn es hat eine immens wichtige Botschaft für dich. Es hat Tools für dich, also Tools, die da für dich bereitstehen, die du anwenden kannst, wenn du möchtest. Schau an, es bricht auseinander und das Fenster, das Portal, tut sich dir auf. Eben, wenn man sich manchmal zu sehr verkopft, etwas auf eine bestimmte Art und Weise sehen zu wollen, doch es wirklich so nicht ist und es ist an der Zeit, dass du es richtig erkennen darfst, dann schreitet das Universum ein. Frage dich, an was du so sehr festhältst, an welcher Überzeugung, die weit überholt ist, an einer Überzeugung, die du dir selbst kreiert hast, die jedoch in Tat und Wahrheit keinen Bestand hat. Beginnen wir mit dem Tarot. Auch du, lieber Schütze, im November, Eigenverantwortung ist ganz weit oben geschrieben, in die Handlung zu kommen und nicht darauf zu warten, dass alles geebnet wird, auf das du dann vielleicht, wenn du morgen mal Lust hast, in die Handlung kommen kannst. So tritt die Veränderung nicht ein. Eine Urangst. Im November wirst du mit dieser konfrontiert, eine Urangst, gut möglich aus einem vergangenen Leben, die dir auf die Schulter klopft wirklich und wo du auch gar nicht weißt, wovor habe ich Angst oder warum habe ich davor, vor diesem und vor jenem Angst. Es ist eine Urangst, die du
mit in dieses Leben gebracht hast. Das ist eine Urangst, die jetzt aufgelöst werden darf. Und auch gut möglich, dass dir dieses feinstoffliche Wesen aus dem Jenseits dazu verhelfen möchte, dass du sie loslässt. Es werden dir Wegweiser gegeben. Schau hin. Dann geht es noch bei manchen um eine Renovierung oder ein renovierungsbedürftiges Haus. Vorsicht vor Kurzschlüssen in diesem renovierungsbedürftigen Haus. Insbesondere sagen sie, der Kühlschrank und irgendetwas im Badezimmer. Du würdest am liebsten so weitermachen wie bisher, doch das Universum hat anderes mit dir vor. Das Universum möchte, dass du dich nach vorne bewegst. Das Universum möchte, dass du dich vollkommen mal für einige Zeit zurückziehst von Klatsch und Tratsch, von Social Media. Denn dort bekommst du garantiert nicht die Anerkennung, nach der du so sehr suchst, lieber Schütze. Ein Erfolg wartet auf dich. Etwas sehr, sehr Großes, sehr, sehr Schönes für dich. Du darfst einen großen Erfolg für dich verbuchen. Doch es ist ein Erfolg, wie kann ich dir sagen? Es ist eher eine innere Genugtuung. Und ich denke, somit verstehst du auch, was Anerkennung wirklich bedeutet. Du hast sehr viel Geduld aufgebracht. Du hast sehr lange auf etwas hingearbeitet. Es ist wie, als hättest du dir auf den wohlverdienten Respekt und das Ansehen hingearbeitet. Doch wie gesagt, den Erfolg, den du zu verbuchen hast, der ist mit keinem Preis der Welt zu bezahlen, denn der Erfolg, die Erkennung dessen ist in dir, lieber Schütze. Wir machen weiter im Extended. Mehr Details, weitere Botschaften. Bis gleich, wir freuen uns auf dich. Ciao!